Hast du diese Was? Stimme auch gehört? Stimmen? Was für Stimmen? Ja, 9 von 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Die 10. summt die ganze Zeit nur die Tetris-Melodie. Ding, di, di, ding, di, di, ding, di, di, ding, di, di, ding, di, ding, 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 ding. Aber das schneidest du raus. Ah, ich weiß nicht, fürs Best-of. Uh, Uh. ah. Herzlich willkommen zur 98. Folge von Ausgestanzt und Ausgefragt. Mel und Pete plaudern heute aus ihrem Bastelzimmer, verraten clevere Tricks gegen das kreative Chaos und teilen Tipps, die sich wirklich bewährt haben. Also Kaffee holen, Schere schnappen und los geht's. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Kontenance. Herzlich willkommen. Da sind wir Immer ja. wieder zur 98. Folge. Uh, Jetzt wird es wirklich langsam ernst. ja, Freut euch drauf, es gibt ein schönes Best-of, das kann man schon mal jetzt vorab sagen, in der 100. Folge. sehr, sehr geil. Mir gegenüber sitzt wieder per Zoom zugeschaltet die liebe Mel. Hallihallo. Hallöchen. Und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Scrap Space, also mit dem Bastelzimmer oder Bastelecke. Ja. Und was man da so alles so an Tipps, sag ich mal, abgreifen kann, was die Aufbewahrung angeht, was die Organisation angeht, was die Aufteilung angeht und für mich als Lampenfreak, was natürlich auch das Licht angeht. Ja, ja, sehr wichtiges Thema. Aber ich meine, du bist doch da gerade eigentlich viel mehr drin als ich. Ich bin gerade mittendrin Mhm. und wir haben so ein, ich sag mal, wir nannten das eine Zeit lang der blaue Salon. Wir haben einen riesengroßen Wintergarten und der ist abgetrennt durch eine selbstgebaute Trennwand, Schiebetwand. Und der hintere Teil hat ein großes Sofa und das war der blaue Salon, sprich, das war der Raucherbereich. Ah. Und da standen 5,5 Millionen verschiedenster, selbstgezogener Pflanzen, Blumen, wie auch immer, meiner Großmutter, von denen wir gesagt haben, okay, also 3/4 davon können entweder nach draußen auswandern oder sogar beerdigt werden. Mhm. Wir missten jetzt mal hier aus. Und dann ist da ordentlich Platz entstanden. Und dann sagte Birgit, boah, hier jetzt die Bastelecke. Ich sage, ja, mit diesem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Aber, das hatte ich ja auch schon in der letzten Folge angeschnitten, das ist ein Wintergarten. Der ist rundrum verglast. Wir stehen mitten in der prallen Nachmittagssonne jetzt im Sommer. Und da wird es wirklich brütend heiß drin. Also, wenn wir draußen 30 Grad haben, haben wir im Wintergarten Minimum, ungelogen, 45 Grad. Minimum. Gut, Wir, aber wir jetzt mal müssen mit ganz den im Ernst. Farben aufpassen. Wenn du so einen Jahrhundertsommer hast, wie aktuell hier bei uns in Hamburg, ich meine, wir hatten jetzt 3 schöne Tage und jetzt die nächsten Tage soll es ja zumindest sonnig werden. Ab nächsten Wochenende sind, glaube ich, wieder irgendwie 19 Grad gemeldet. Also, wenn die Sommer hier im Norden so sind, dann dreht es sich um insgesamt eine Woche, wo ihr euch Sorgen machen müsst. Alles andere ist safe. Ja, ist auch so. Also es geht eigentlich nur darum, erstmal ist es kein blauer Salon mehr. Wir rauchen nicht mehr da drin, allein wegen dem ganzen Papier. Ja, wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir wirklich so Hitzetage haben, der Wetterbericht ist eigentlich mittlerweile doch verhältnismäßig zuverlässig, kann man sich darauf vorbereiten. Wir haben jetzt, mein Großvater, der hier mit im Haus wohnt, der ist Tischlermeister, hat eine riesengroße ausgestattete Tischlerwerkstatt im Keller. Der bastelt uns jetzt so eine Art Korb, wo die ganzen Stempelfarben reinkommen, die ins Regal passen, ins Kallax-Regal. Und wenn es zu warm wird, nimmt man einfach diesen gesamten Korb raus und bringt ihn ins kühlere Haus. Fertig. Ja, Ganz einfach. das klingt So, gut. dann haben wir jetzt Jalousien angebracht, damit man dann auch sonst zur Not die richtig pralle Sonne, die frontal jetzt auf den Basteltisch leuchtet, so ein bisschen dämpfen kann. Es sind überall Einbaustrahler. Da habe ich jetzt dann über dem Arbeitsbereich, sag ich mal, kaltweißes Licht eingebaut, Mhm. weil das ist immer besser zum Basteln, finde ich, als warmweißes. Es verfälscht die Farben. Kaltweißes oder neutralweißes ist immer besser. Dann hast du wirklich die klaren Farben vor dir. Und es kommt noch, ich habe so eine große, so eine Langfeldleuchte nennt man das. So ein Leuchtfeld, das ist etwas über 1 Meter lang, ich glaube 30 Zentimeter breit, tageslichtweiß. Mhm. Und da baue ich jetzt selber eine Konstruktion aus einer alten Pendellampe, so einer Wohnzimmerlampe, die man so hoch und runter schieben kann.
Mhm. Weißt du, wo diese Schnur da drin ist mit dieser Federmechanik. Mhm. Das baue ich jetzt alles zusammen, dass man diese Lampe sich dann nach Bedarf runter oder hochziehen kann Cool. und direkt übers Arbeitsfeld, damit man wirklich dann, wenn man vor allem was Kleines, Figelinsches macht, dass man wirklich ordentlich kräftiges Tageslichtweiß dann da über sich hat. Mhm. Ja, dann haben wir jetzt also einen unfassbar großen Tisch, der ist weit über 2 Meter breit. Neben uns steht jetzt ein Kallax-Regal aktuell, es werden aber noch mehr. Erstmal nur eins, wo die ganzen Papiere drin sind. Birgit hat ganz viele Boxen selber gebastelt aus Pappe und Designpapier, wo die ganzen Stanzen und die ganzen Stempel einsortiert sind. Auch schon so ein bisschen nach Richtung, sag ich mal. Also es wird. Mhm. Und Klingt gut. das innerhalb von 2 Tagen. Also es ist Ja, sehr, sehr schnell, sehr, sehr toll geworden. ja, geil. Aber das macht ja auch Spaß, oder? Wenn man dann die Sachen auch nochmal so rausrückt, rupft und alles so durchsortiert und auch sieht, was man hat. Ja, Sehr schön. absolut. Das Ja. ist wirklich schön. Vor allem, weil, also ich habe bei mir hier eine Bastelecke, sag ich mal, im Zimmer meines Sohnes, den ich ja immer nur an den Wochenenden bei mir habe und dachte so, okay, da kann ich ja mir so ein Eckchen aus dem Zimmer so abgreifen als Bastelecke. Und habe natürlich auch schon so mein Sammelsurium an Stempel, Stanzen, Farben und Pipapo. Das Das kommt geht jetzt ja auch alles immer so mit in schnell. diese Ecke. Das geht ja schnell eben. Und das kommt jetzt alles in diese Ecke. Ich habe halt die elektrische Big Shot A4. Die kann ich jetzt da unten mit einbauen. Wir haben die große Glasplatte. Ich habe die große Silikonmatte. Also man kann sich da auch prima ergänzen. Ja, cool. Also ich freue mich. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Es wird. Mhm. Wie wunderschön. Du, aber ich habe ja letzte Woche hier auch, ne? Also, ich meine, du siehst es ja, mein Bastelreich ist etwas umfangreicher. Ja. Du hast Und einen großen Kellerraum, um das nur mal kurz erläutern. genau, ich habe einen großen Kellerraum. Das sind jetzt hier 24 Quadratmeter nur Wow. für mich zum Basteln. Super. Und ich habe nebenan habe ich noch die Werkstatt, da steht der Laser. Und dann habe ich drüben noch mal so einen großen Raum, da habe ich noch Platz für Vorräte. Ich habe natürlich immer auch viel Kram wegen der ganzen Workshops und so, ne? Also Ja. es ist ja bei mir oft, dass ich auch, naja, Dinge dann im Pulk kaufe, die müssen halt dann irgendwo zwischengelagert werden. Und dafür habe ich drüben im Gästezimmer, also da ist ein Gäste- oder ein großes Bett steht da drin und ein alter Kleiderschrank, und der Kleiderschrank ist aber eigentlich tatsächlich Vorratslager. Okay. Ja, genau. Nee, aber da habe ich letzte Woche, weil ja, ab und zu passiert es dann ja, oder was heißt ab und zu, es passiert ja immer schneller, als man gucken kann, egal wie groß der Bastelbereich ist, ob es nur eine kleine Ecke im Wohnzimmer ist oder ob das halt so ein großes Zimmer ist. Irgendwann macht es Puff und es sieht aus, als wäre irgendwas explodiert Ja. und du findest nichts mehr wieder und überall sind irgendwelche Türmchen, wo du denkst, ich das jetzt angucke, dann fällt es um. Ja, wie soll man sagen? Dann muss man sich halt mal wieder resetten. Und dafür ist es natürlich gut, wenn man grundsätzlich Platz hat, also nicht im Sinne von viel Raum, sondern dass die Dinge einen Platz haben, ne? Dass man für sich eine gewisse Ordnung etabliert. Genau. Ja. Das ist schon, also Carmen, einer meiner Podcast-Partnerinnen, sagte ja auch mal so, der Tisch ist kein Chaos, der Tisch ist nur voller Ideen. Mhm. Das ist ja auch in einem gewissen Grad richtig, aber trotzdem sollte man sich schon so ein bisschen organisieren, so dass man eine Schublade zum Beispiel nur mit Stempelfarben hat, eine Schublade nur mit, keine Ahnung, oder so Fächer macht, wo man alle Stanzen und alle Stempel unterbringen kann. Weil sonst irgendwann, ne, man sammelt und sammelt und sammelt, das brauche ich noch und das brauche ich noch. Irgendwann verlierst du einfach den Überblick. Ja. Ja, und also das Ding ist natürlich, es wächst sich ja aus. Also Ja, darüber nachdenke, als ich damals in meiner ersten eigenen Wohnung, da hatte ich so, also diese klassischen IKEA-Pappkartons, ne? Da hatte ich ja, ja, zwei. Zwei. In dem einen, da war so gesammelte Werke, irgendwie Bänder und irgendwie so Schnuppikram, was man irgendwo mal abgefrickelt hat und aufbewahren muss und so, ne? So ein Sammelsurium. Und in der anderen Box, da waren dann irgendwie, ja, so zwei, drei so kleine Handstanzer hatte ich und
Kennst du die noch hier so Motivscheren, weißt du, so mit so verschiedenen Zacken, Bordüren, Ja, 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 oh mein Gott, so ein klar. Bastelshit. Sowas war da drin. Und naja, mein Tuschkasten und ein paar Stifte und so. Und das war's. Klebe, Tesa, sowas halt. Ja. Und so als Unterlage, wenn ich dann was gemacht habe, habe ich eine Rückwand von einem großen Zeichenblock, von so einem A2 Aquarellblock. Ach so, ja. Pappe, das war meine Unterlage zum Schneiden, Kleben, machen. Für den Anfang reicht's ja auch manchmal. Du, total. Also das hat super gut funktioniert, Ja. bis es halt nicht mehr funktioniert hat. Also ich habe das jetzt auch schon von einigen gehört. Viele fangen tatsächlich wirklich nur, genauso wie ich ja eigentlich auch, mit einer kleinen Ecke irgendwo im Wohnzimmer an oder weiß ich nicht. Wie gesagt, in meinem Fall, dann teilen sich das Kinderzimmer und dürfen da so ein Eckchen haben oder haben vielleicht tatsächlich sogar ein Arbeitszimmer, Nähzimmer, Büro, wie auch immer Mhm. und fangen mit einem Eckchen an und irgendwann artet es echt aus und dann braucht man wirklich ein ganzes Reich für sich. Das ist so. Du, ich habe damals, als ich mit meinem Ex-Mann in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen bin, die Wohnung war total cool. Wir haben in einer Gewerbeimmobilie gewohnt, also unten war eine Firma und ne, ein Recyclinghof, auch richtig Oh, geil. okay. Das Fenster zum Hof war der beste Babysitter, also bei uns waren immer hier LKW und Ja. Bagger und alles, da konnte man alles gucken, war so ein schmales, ganz hohes Fenster und da in dieser Ecke, ich habe dann da so ein Schafsfell reingelegt und da saßen immer irgendwelche Kinder und haben rausgeguckt. Das war geiler als Fernsehen. Und in dieser Wohnung, die war sehr groß und also das Wohnzimmer, wir hatten ein Wohnzimmer mit einer offenen Küche und dieser Raum war so groß wie meine alte Wohnung, ja, Oh, irgendwie, also wow. 50 Quadrat, ne, Oha. 4 Meter hohe Decken, richtig geil. Und da Wow. habe ich dann in einer Ecke, hatte ich dann meinen Schreibtisch und zwei so, naja, so Regale oben drüber und dann also da hatte ich dann schon so ein paar mehr Sachen. Und das war halt die Arbeitsecke und der Rest war Wohnzimmer. Und als wir dann ein paar Jahre später ausgezogen sind, war quasi unser Wohnzimmerbereich in diese Arbeitsecke gewandert. Also da war dann halt noch so ein kleines Eck, da stand halt irgendwie der Fernseher und die Couch, die ist da halt irgendwie vors Fenster gewandert und der Rest war mein Arbeitszimmer. Ja, War so, das hat sich dann einfach vertauscht über ja, die. so schnell geht's, genau. Da musste man die Prioritäten umsetzen. Okay, also ich komme eh nicht zum Fernsehen. Ich sitze sowieso hier überwiegend an der Bastelecke und Ja. ja, dann wird aus der Bastelecke eigentlich eher schon ein Bastelzimmer und Mhm. eine Fernsehecke. Ja, also das war schon krass. Und dann war das cool, als wir hier dann damals nach einem Haus gesucht haben und das hier gefunden haben. Und die Keller hier, wir haben hier eine normale Deckenhöhe. Ja, sehr gut. Also, ne, und ich habe hier auch ein Fenster, wo tatsächlich auch Tageslicht reinkommt vormittags. Mhm. Und das war wirklich so, dass ich gedacht habe, oh, wie geil. Und das wird dann mein Bastelzimmer, mein Arbeitszimmer. Und da haben wir am Anfang auch noch, ne, dann habe ich also quasi diesen Bereich, wo ich jetzt sitze, ne, das war so Bastelecke und dann habe ich da so einen Raumteiler zwischen und da hinten, da stand dann eine kleine Couch noch und so. Ach so, Ne? Ja, ja, da konnte mein Ex-Mann damals, der hat dann, was weiß ich, mit dem Tablet hier unten irgendwie Fußball geguckt und ich habe dann hier irgendwie gebastelt oder so, wenn die Kinder ja. im Bett waren. Ja, ja, irgendwann musste das dann aber weichen. Ja, man sieht's, also hinter dir steht alles voll mit Kallax-Regalen und mit Sortimo-Boxen, sag ich jetzt mal. Ja, also tatsächlich, das ist ja immer die Frage, oder man liest das ja auch oft, irgendwie auch bei Facebook in den Gruppen oder so, ne? Dieses, oh, ich will jetzt mein Bastelzimmer einrichten, was ist denn das Beste? Und ich muss sagen, also wie viele andere auch, ich schwöre auf den Möbelschweden. Ja, Tatsächlich. das Gute Mega. ist ja, das Gute ist ja auch, er hat in Deutschland überall Versorgungspunkte aufgestellt. Also es Mhm. ist kein Problem, an dieses sagenumwobene Kallax-Regal ranzukommen. Ich kenne es auch nur durch Kreativdepot. Also wenn es ums Thema Regal ging und den schwedischen Möbelhersteller, dachte ich immer an Billy. Mhm. Billy steht hier aber auch da hinten noch. Guck, siehste. Ja. Aber ich kann Kallax auswendig. Ich hätte eigentlich bei Wetten das auftreten können, wie lange ich mit verbundenen Augen brauche, ein komplettes vierteiliges, also ein 16er-fach Kallax-Regal aufzubauen. Mhm. Weil als Marion und Iris mit Kreativdepot von ihrem ganz kleinen Büro
denn ins Weggefährt sind die, wie wir sagen, weiße Villa gezogen sind, da waren schon unzählige Kallax-Regale. Und als es dann wiederum weiterging in den heutigen Shop, also in die 87, waren es ja noch mal viel mehr. Und jedes Mal hieß es so, kannst du uns wieder helfen? Du kannst das so schnell und so gut. Ich konnte sie wirklich blind. Ich brauchte auch keine Anleitung mehr. Ich habe nur den Karton aufgerissen, so, wo sind die Schrauben, wo ist der Akkuschrauber, los geht's. Wut, 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 wut. Fertig. Du kannst ja auch, das Schöne ist ja auch, da hat er sich ja auch wirklich Gedanken gemacht, der Mann aus Schweden. Du hast ja so viele Möglichkeiten mit Schubfächern, mit Einlagen, wo du dann das ganze Designpapier reinpacken kannst, mit Türen, mit allem Pipapo. Du kannst es Ja, dir ja umbauen und aufmotzen, wie du willst. ja, Und es hat halt die ideale Größe fürs Designpapier. absolut. Absolut. Wie dafür gemacht, als hätte er es geahnt. Ja. Aber um nochmal so back to the woods zu gehen, ne? Also, was ich ja mal ganz witzig finde, ist ja, wenn dann Leute anfangen und ins Bastelhobby kommen und dann legt man sich so diese ersten guten Sachen zu, weißt du, Ja, so das ja. erste, zweite, dritte schöne Stempelset und so, dann ist man ja auch total motiviert und sagt so, oh, ich möchte das auch besonders, also das ist für mich was Besonderes und was Schönes und das möchte ich auch schön verpacken. Und dann geht man ja auch mit glänzenden Augen irgendwie durch die Welt, ob das jetzt beim Schweden ist oder bei anderen, was weiß ich, wo es Möbel, Kleinmöbel, Sortierkram gibt, was auch immer. Und Ja, jetzt, oh, eine besonders schöne Box für meine besonders schönen Stempel. Und dann fängst du halt erstmal so an. Ne? das machen ja viele, ja, genau. Ja, das macht ja auch einfach total Spaß. Und dann kommt irgendwann ja bei vielen dieser Moment, wo es umswitcht, wo man dann feststellt, okay, nur schön reicht jetzt nicht. Es muss jetzt langsam praktisch werden. Also Genau. quasi Bastel erwachsen wird. Ja, Fängt man an, praktisch zu denken. Erwachsenenfreuden sind dann halt wirklich, ja, mein Regal ist so ausgestattet oder von den Abmessungen so, dass ich meine Papiere knickfrei da reinlegen kann oder halt mhm. die entsprechenden Zubehördinge ideal für meine Sachen nutzen kann. Das ist halt einfach total mega. Ja, Ja, ich habe es jetzt so festgestellt oder ich sag mal kennengelernt durch die Elbkrops, Huntekrop, wo ich ja jetzt schon mal so mit dabei sein durfte. Viele, genauso halt wie jetzt vorhin schon beschrieben, auch Birgit. Irgendwann hört man auf, irgendwie so eine Sortimo-Box, sag ich mal, zu nehmen und baut sich selber so ein Schuber oder ähnliches aus Pappe und wie gesagt mit Designpapier in seinem Geschmack, nach seinen Farben und Wünschen, wo dann ein Schuber nur voll ist mit allen möglichen Stempeln oder mit allen möglichen Stanzen. Dann fängt man schon an, noch mehr zu machen und das zu sortieren. Nur Weihnachten, nur Frühling, nur alles, was mit Strand und Meer zu tun hat oder ähnliches. Und dann merkst du, okay, jetzt bin ich mittendrin. Jetzt ist ganz vorbei. Also, du, das ist so. Aber da musste ich letzte Woche halt auch so lachen, ne, als ich dann hier, wie gesagt, die Sachen, also ich habe gnadenlos wirklich auch alles ausgeruppt hier, weil ja, dann kommt irgendwann ja auch der Moment, wo du, weiß ich nicht, ne, einen Teil von irgendwas da hast und einen anderen Teil irgendwie da hast und mh, eigentlich ist es irgendwie Käse. Und ich musste dann aber so schmunzeln, weil ich habe irgendwann mal mir ganz viel Mühe gemacht und habe hier die Schubladen zum Beispiel alle belabelt, dass man dann auch weiß, was wo drin ist und so. ja, sehr Ähm, gut. ja, ich würde sagen, in 90% der Fälle ist nicht mehr das drin, was draufsteht. Dann liegt es irgendwo auf dem Tisch. Nee, es ist dann einfach über die Zeit zigfach umsortiert worden, weil Oder das so. ist halt auch was viele irgendwie, was den Bastelbereich angeht, wo viele immer hinterher sind. Also ja, auch manchmal notgedrungen, weil es sich halt irgendwie auswächst. Und wenn du halt die Möglichkeit hast, also auch Platz hast, das ist was anderes, wenn du wirklich, du weißt, du hast eine kleine Wohnung und du hast nur eine kleine Ecke. Ja, die kannst du ideal ausnutzen, aber irgendwann ist der Platz voll und dann Ja, musst du da ein bisschen wirtschaftlicher sein und musst dir überlegen, okay, was brauche ich tatsächlich und was ist Tand oder was kann ich vielleicht, was weiß ich, vielleicht habe ich eine Bastelfreundin und wir können mal Dinge hin und her tauschen oder so, dass nicht ja, jeder irgendwie alles hat, weil man, wie gesagt, man muss es halt auch lagern und verwalten und den Überblick behalten und so weiter. Und wenn du das nicht hast, also das, was ich da früher in meinem alten Wohnzimmer hatte, das möchte man ja eigentlich nicht, also wobei ich jetzt so mittlerweile muss ich sagen, ich brauche eigentlich kein Wohnzimmer. Ich finde die Idee, in meinem Bastelzimmer zu wohnen, grundsätzlich total nice. ja, warum auch nicht? Aber
ist natürlich damals, ne, mit kleinen Kindern und hast du nicht Ja, gesehen. Also natürlich. klar, ich habe natürlich auch viel gearbeitet. Ne? Also ich meine, ich habe da ja nicht gesessen und immer nur meinem Hobby gefrönt, sondern ich habe gearbeitet. Und die Kinder waren klein und also waren die dann dabei. Das heißt also so rundrum, die Wände waren besetzt mit meinen Geschichten. In der Mitte war viel Platz, da haben die Kinder halt gespielt. Da waren Ja. irgendwelche Deckenkram, Spielzeugkisten, sonst irgendwas. Es war alles immer irgendwie sehr chaotisch. Der Tresen in der Küche, also wir hatten dann so einen umlaufenden Tresen, da standen auch immer, waren immer irgendwelche halbfertigen Projekte oder Kartons mit angefangenen Bestellungen für irgendwelche Kunden und so. Das war alles schon so ein bisschen abenteuerlich, aber es war schön. Ja, wie gesagt, ich habe ja mit Junior auch in seinem Zimmer gesessen. Da haben wir dann für seine Mutter eine Geburtstagskarte, eine DIN A4-Karte gebastelt. Und er Ja, hatte total Freude dran und freute sich noch mehr und war da auch ein bisschen stolz drauf, dass das jetzt auch noch in seinem Zimmer gerade stattfindet. ja. So, als ich dann zum, ich sag mal, Figelinschen Kram, also zu dem Friemeligen kam, dann, das war nichts mehr für ihn. So, er musste jetzt nicht irgendwie weggehen. Er hat sich dann einfach auf seine Couch geschmissen und hat, ja, dann sich den Fernseher angemacht. Du machst das schon, Papa, ne? Ja, Super, wenn ich danke. deine Hilfe wieder brauchen kann, dann sage ich dir sonst Bescheid. Ja, ja, aber cool. Ach, ja, Dinge. Nee, aber das ist natürlich, also wenn du dann, ne, wie gesagt, wenn es sich dann auswächst über die Jahre und du hast den Platz, dann bist du aber immer irgendwie dabei, die Dinge umzusortieren und Ja, immer wieder. irgendwas an der Stelle schaffst du dann mal Platz, da kommt was anderes rein. Also apropos Platz schaffen, ich habe tatsächlich auch die eine oder andere leere Schublade hier erwirtschaftet. Oh, Ja, leere Schubladen sind Gold wert. ja, immer. Also, Ja, was die Organisation hm, angeht, man sucht sich dann ja auch die Sachen hervor um den Arbeitsplatz herum. Sagen wir jetzt mal so wie jetzt in deinem Fall. Du hast um dich rum den ganzen Raum voll mit Regalen, Hersteller unspezifisch jetzt, aber so im allerhintersten Eck, weit weg vom Arbeitsplatz, ist jetzt das Regal voll mit den ganzen Stempelfarben. So, dann fängt man ja schon an, so die beliebtesten Farben, die du immer nimmst. Da machst du dir irgendwie so ein kleines Regelchen oder irgendwie eine Box oder irgendwas fertig und hast das schon mal bei dir auf dem Arbeitsplatz stehen. ja, So, und irgendwann, denke ich mal, räumt man dann ja auch so um, alles, was man am gängigsten benutzt, das weiß man ja irgendwann in seiner Routine auch, die baust du dir um deinen Arbeitsplatz herum. Dann hast du vielleicht so wie so eine Küchenzeile womöglich noch, so über dem Arbeitsplatz noch Schränke hängen, hm, Wandschränke oder Regale. habe ich da, warte Ne? mal, guck mal, ich drehe dich mal um, ich drehe dich mal ein bisschen. Zack. Tata, ja, sowas, genau. So, dass du Hm. nach Möglichkeit so wenig wie möglich laufen oder sogar gar nicht aufstehen musst und dich einfach nur nach oben und unten greifen musst und hast alles um dich. Denke ich wieder mal beispielsweise an Carmen, die hatte zwei Rollcontainer unter ihrem Arbeitstisch Hm. und der eine Rollcontainer war komplett voll mit ihren ständigen Materialien wie Falzbein, die kleine Schere, die große Schere, das kurze kleine Lineal, das lange Lineal, ein Bleistift, eine Schublade tiefer, die ganzen Embossing-Pulver, die sie immer am gängigsten benutzt und so weiter und so weiter und so Hm. fort. Dass du gar nicht großartig rumlaufen musst, sondern wenn du gerade im Flow bist, dass du ja alles griffbereit um dich rum hast. Du, das ist tatsächlich auch total wichtig. Und das ist auch was, wo ich denke, ne, um jetzt mal wieder für diejenigen, die halt nicht so viel Platz haben, das, was du wirklich benutzt, ja, das müllst du dann irgendwann so um dich rum oder Genau. stapelst oder weiß der Geier was. Und das, was nicht griffbereit ist, das verschwindet dann auch irgendwann. Und Tatsache ist, Hm. du brauchst es nicht. Du brauchst das, was du auf deinem Arbeitsplatz hast, weil diese anderen Sachen, ähm, ja, die sind schön zu haben. Und natürlich, ne, wenn man den Platz hat und die Möglichkeit, dann sagt man, das bewahre ich auf, weil das brauche ich noch mal. Ne? Weil ich habe ja schon tausend Ideen dafür. Ne? Ja, Dieses ja. ockergelbe Stempelkissen, das habe ich mir mit Sinn und Verstand gekauft. Das brauche ich auf jeden Fall. Das kann ich nicht Irgendwann. irgendwann. Nicht Völliger jetzt, aber Schwachsinn. irgendwann. Ja, Genau, aber in der Regel ist das immer ein guter Indikator, wenn man Platz schaffen muss, zu sagen, okay, das habe ich jetzt irgendwie ein Jahr lang nicht in der Hand gehabt. ja, Offensichtlich brauche ich es vielleicht doch nicht. Unabhängig genau. davon, ob man es lieb hat oder ob es teuer war oder weiß der Geier was, aber wenn man Platz braucht, da bin ich dann wirklich auch immer rigoros und sage so, sorry, du musst gehen. Und wenn ich eines Tages in die Situation komme und sage, jetzt brauche ich ganz dringend das ockergelbe Stempelkissen, ey, dann kaufe ich mir ein neues. Genau, dann holst du es dir halt Ne? nochmal. Das ist so. Aber im Umkehrschluss an der Stelle,
Ich höre das zum Beispiel ganz oft, auch von Workshop-Teilnehmern oder so, die sagen, oh ja, stimmt, ne? Plotter, ja, ich habe auch einen Plotter, aber ich benutze den nie. Ja, wo steht denn der? Ja, im Regal. Ne? Oder Nähmaschine. Ja, ja, eine Nähmaschine habe ich eigentlich auch. Da müsste ich mal wieder rausholen. Wo steht denn die? Ja, im Schrank. Ist Käse. Also, wenn du die Dinge auch benutzen willst, und gerade jetzt bei teuren Geräten wie jetzt einem Plotter oder so, Ja. sorg dafür, dass du einen Platz hast, wo du das Ding zumindest siehst. Mhm. Ne? Also Dass es wenigstens, dir mehr wieder ins Bewusstsein kommt, ne? ja, weil es ist sonst einfach aus den Augen, aus dem Sinn, der Spruch, Klar. da ist so viel dran. Ja. Und deshalb, ich habe diese Dinge, also ja, ich habe den Luxus, dass ich diesen Platz habe. Ich habe hier den Schreibtisch, ich habe da zwei Schreibtische und da hinten ist noch einer. Aber ich habe einfach die Dinge hier stehen. Und wenn ich dann dort sitze und irgendwie mein Layout knöse und sage, und jetzt muss ich aber die fancy Blume nochmal hier irgendwie in groß und ausgeplottet haben, dann drücke ich da drüben den Knopf, das Ding steht da. Ich muss nichts irgendwie rausführen, ich muss nichts einstöpseln oder weiß der Geier was. Doch, ich muss einmal kurz unten auf den Schalter von der Steckdosenleiste treten. Wenn da nicht gerade ein Achtbeiner drauf sitzt, habe ich dir das erzählt Oh, letzte Woche, wollte ich und ich denke, wer bist denn du? Saß direkt auf diesem Kippschalter. Thekla. Spider-Murphy und das Mia, ne? Ich glaube, wir kriegen wieder so ein Ja. Das ist der Nachteil an einem Kellerbastelzimmer. Also, Ja, ja, gut. ugh. Okay, für Oh. alle, die Spinnphobie haben, schnell Themenwechsel. Genau, wir lassen das. Also, aber in der Regel kann ich das, ohne dass ich zwischendurch den Staubsauger holen muss. Uh. Nee, und dann ist es tatsächlich, es ist einfach da und ich kann es einfach in meinen Arbeitsprozess integrieren, ohne dass ich jetzt sagen muss, ne, irgendwie, oh, heute möchte ich jetzt mal den Plotter benutzen, jetzt räume ich mir das ganze Kram, irgendwie den ganzen Kram aus dem Regal, jetzt besorge ich mir hier die Schneidematten und da was Ja, anderes, was ich ja. dafür alles brauche, sondern es ist alles komprimiert hier, es ist on Display, ich habe es im Blick, ich kann es mit einem Finger anknipsen und benutzen und dann benutzt man es auch. Mhm. So eine Frage, eine ganz wichtige Frage, finde ich, für dich als alter Hase, gerade mit deinem großen, geilen, ausgestatteten Bastelzimmer. Sagen wir mal, ich fange ganz von vorne an. Ich bin ganz neu dabei. Ich habe eine kleine Dreizimmerwohnung mit Mann und Kind und Kegel. Wie kann ich mich am besten jetzt für die Anfänge, ich will mich noch erst rantasten, also ich bin noch nicht in der Euphorie, ja, ich bastel total gern. Wie fange ich am besten an? In der Küche oder im Essbereich, im Wohnzimmer vielleicht oder so? Mm, Sagen wir mal so. Also wenn du halt in dieser Situation bist, wie ich es ja damals auch war, mit ne, Familie, Wohnraum hast du nicht gesehen, dann musst du die Möglichkeit haben, deine Dinge so zu verstauen, dass du sie auch schnell, also dass du sie schnell hervorkriegst und dass du sie schnell auch aus dem Blick kriegst. Weil oft ist es dann ja so, wenn du zum Beispiel naja, das, was du gerade schilderst, ist hier irgendwie, ne, die Wohnung, ne, Vater, Mutter, Kind, Hund, irgendwie, das Ja. Leben findet im Wohnzimmer statt. So, also würde ich sagen, wahrscheinlich ist dann irgendwie der Esstisch das, was dann fürs Hobby umfunktioniert wird oder so. Mhm. Ähm, ja, da kommen ja aber auch Leute rein und raus. Du willst ja auch nicht, dass das immer so offen rumliegt. Und gerade, also das ist ja auch noch so eine Geschichte. Ich finde, also jetzt so, wenn ich eine Karte bastel oder so, habe ich da nicht so Schmerzen mit. Aber manchmal, wenn es um Alben und Fotos und Dinge geht, um Journals, wenn ich irgendwas schreibe, dann ist das auch was für mich manchmal sehr privat sein kann. Das Ja, will ich nicht, dass da jeder unbedingt so reingucken muss. klar. So, daher muss da die Möglichkeit sein zu sagen, ne, zack. Ich kann es beiseite schieben, aber ich kann es halt auch problemlos wieder rausholen. Und wichtig ist halt einfach, klar, also du musst natürlich irgendwie irgendwo ein bisschen Platz schaffen, wenn du jetzt in deinem Wohnzimmer bist, zu sagen, was weiß ich, hier die Krimi-Reihe XY, die ich jetzt irgendwann vor 10 Jahren gelesen habe und wahrscheinlich nicht wieder angucke. Vielleicht ist es an der Zeit, das dann mal auszusortieren und sich dann da die hübschen IKEA-Kartons reinzustellen, wo man seine ersten Sachen irgendwie drin hat. Ja. Und was weiß ich, so Dinge wie zum Beispiel eine Arbeitsmatte. Also, wie gesagt, du brauchst keine Arbeitsmatte, du kannst auch mit der Kartonrückseite von dem Aquarellblock anfangen. Das hatte ich Mhm. damals, die habe ich bestimmt 2 Jahre gehabt, die Pappe. Also Okay. die war wirklich, die war so zerschlitzt und nicht mehr schön. Aber so, ich hatte halt keine so eine Gummimatte. Hatte ich nicht.
So. Ja, oder es gibt Wie ja auch auch immer. habe ich zum Beispiel hier so eine Blockunterlage, so eine Ja, Schreibtisch-Blockunterlage, gerade für Leute, die im Büro arbeiten, die gibt es oftmals als Werbegeschenk, sag ich mal, von ja. irgendwelchen Vertretern, haufenweise. Ja, also du nimmst einfach das, was du hast und damit legst du los. Und dann kannst du halt gucken, also wenn du dann deine Schneidematte oder was immer das dann auch ist, die kann zum Beispiel, was weiß ich, vielleicht hast du ein Sofa mit einem Bettkasten, wo das schnell drin verschwinden kann oder Ja, du kannst auch irgendwo eine gute Idee. hinterschieben oder so. Ne? Ja, das sind so Dinge, also alles, was du vielleicht nicht regelmäßig brauchst. Also viele haben ja tatsächlich irgendwie eine Gästecouch oder so. Ich dann denke, okay, wie oft kommt jetzt tatsächlich jemand zum Übernachten? Habe ich nicht vielleicht die Möglichkeit zu sagen, die Bettdecke und das Kissen, was da drin ist, das kommt irgendwie in so ein Plastikbehältnis und kann ich dann auch mal in den Keller tun oder was? Ne? Ja, Omas Lux-Seife rein, dann riecht es auch gut, wenn man es wieder ja, rausholt. genau. Und dann habe ich da zum Beispiel so einen kleinen Stauraum, da kann ich ran, da kann ich die Dinge schnell verräumen und so, ohne dass es mich jetzt stört oder dass es andere stört. Ne? Es ist Mhm. natürlich, wenn ich hier für mich alleine schalte und walte, mir ist egal, wenn hier jemand reinkommt und denkt, weil es ist meins. Aber wenn ich mir natürlich Räumlichkeiten teile, was ja zum Beispiel in einem Wohnzimmer irgendwie in der Natur der Dinge liegt, dann muss man ja auch ein bisschen Rücksicht aufeinander nehmen. Und dann Eben. sind das eigentlich so Kleinigkeiten, mit denen das dann ganz gut geht. Aber ich würde zum Beispiel nicht sagen, ich bastel grundsätzlich gerne im Wohnzimmer, aber ich habe alle meine Sachen im Schlafzimmer. Das ist Käse, weil dann machst du es Ja, nicht. dann rennst du ja nur noch. Genau, bist du wieder ständig nur im Hin- und Herrennen. Das geht dir irgendwann so auf die Ömme, dass du Ja. dann sagst, ach, weißt du, Eigentlich macht mir Basteln gar keinen Spaß, so. weil du Ne? es mit diesem Gerenne in Verbindung bringst. Ja, zum Beispiel. Also das wäre dann vielleicht nicht so ideal. Was ich auch ganz fein finde, wenn man die Möglichkeit hat und tatsächlich, also ich persönlich empfinde das auch nicht als störend, hier die Geschichten hier mit diesen Rollwegelchen zum Beispiel hier, diese, ne, Ja, die Dinger. man sonst so eigentlich fürs Badezimmer kennt, zum Beispiel. Genau, das ist, finde ich, total super. Ich habe jetzt hier, den hier zum Beispiel, da sind halt meine Sachen drin zum Kolorieren. Da habe ich Ja, jetzt nur, oben sind hier Copics und irgendwelche Aquarellstifte, darunter habe ich hier noch irgendwelche anderen Marker und unten habe ich dann das Papier dafür und irgendwie noch ein Stempelkissen und ein Stempelklotz und so ein paar Stempelsets, also von denen ich denke, dass die zum Kolorieren irgendwie nice sind, die sortiere ich dann da irgendwie in so eine Box mit rein. ja. Und das ist dann sozusagen mein Kolorationswagen. Und wenn ich mich dann mal hinsetzen und was in der Richtung machen möchte, dann ziehe ich mir den einfach raus, beziehungsweise da mache ich dann auch mal einen langen Arm und trage den mal nach oben ins Wohnzimmer. So, dann kann ich das benutzen, aber das ist kompakt zusammen und dann kann ich es auch wieder wegpacken. Und es muss Ja. ja auch nicht so ein offener Wagen sein. Es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Irgendwie, weiß ich nicht, hier schnapp dir hier so ein IKEA-Schubladenteil und mach unten ein paar Rollen dran. Dann Zum kannst du es Beispiel, einfach ja. wegrollern, Ja, klar. so, und kannst es, ne, vielleicht kannst du es irgendwo unter irgendeinen Schrank drunter schieben oder irgendein Regal oder sowas, dass es Hm. nicht stört, wenn du es nicht benutzt. Und wenn du es dann rausholst, hast du vielleicht sogar noch obendrauf Platz genug, dass du da noch irgendwelche, was weiß ich, deine Big Shot da draufstellen kannst oder weiß der Geier was. Ja, zum Ja, Beispiel. ne? Also so kann man mit wenig Platz eigentlich gut klarkommen. Ja. Ich als Lampenfreak kann da nur dann noch die Empfehlung bringen. Bleiben wir mal beim Wohnzimmer und die Essecke. Ich denke da jetzt so an meine letzte Wohnung. Das war ein verhältnismäßig großes Wohnzimmer, aber vor der großen Fensterfront war halt schon die Couchgarnitur und Schickimicki und die Essecke war im hinteren Teil, also im dunkleren Teil. Mhm. Wichtig, wie gesagt, finde ich, ist Tageslichtweiß oder Kaltweiß. Tageslichtweiß finden viele ein bisschen störend, weil das so einen bläulichen Ton hat. Kaltweiß oder beziehungsweise so wie du bei dir zum Beispiel hast, ist sogenanntes Neutralweiß. Sollte es aber schon sein. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat man für ein Licht, für eine Lampe im Wohnzimmer hängen oder über diesem Esstisch? Man soll ja jetzt nicht unbedingt die ganze Lampe da abbauen und zu irgendeiner Bastellampe da wie ich schon sagte, so eine Langfeldlampe hinhängen. Wenn ihr die Leuchtmittel tauschen könnt, besorgt euch einfach neutralweiße oder kaltweiße Leuchtmittel, die ihr jederzeit mal durchtauschen könnt, die konzentriert nach unten leuchten können. Wenn es dann wieder weggeräumt wird oder sogar auch Besuch erwartet wird, kann man ja wieder das Warmweiße. Ich würde, wie gesagt, niemals Warmweiß nehmen, weil das die Farben zum Beispiel sehr verfälschen kann, finde ich, bei Stempeln und auch beim Designpapier. Ja, du hast halt immer diesen Gelbstich, ne? Das ist, Genau, und du siehst ihn halt irgendwann nicht mehr. Und dann guckst du dir das bei Tageslicht an und denkst, genau. was habe ich denn da gemacht? Ja. Ja, genau.
Und ganz wichtig, das hatte ich auch schon in der Lampenfolge damals gesagt, als Ina und ich dieses Lampenprojekt hatten mit den Einweggläsern. Nicht die Wattzahl eines Leuchtmittels oder auch einer Lampe mit fest verbauten LEDs, nicht die Wattzahl zählt, sondern die Lumenzahl. Die Lumenzahl ist nämlich die Lichtstärke. Je Ja, mehr Lumen, umso heller. Es gibt ja. zum Beispiel auch normale Schraubglühbirnen mit LED, die über 1200 Lumen haben. Das ist unfassbar hell. Die meisten, also als Vergleich, so eine 25 Watt Kerze, wie man sie so, sag ich mal, so in so einer Wandlampe oder sowas drin hat, die hat ungefähr 230 bis 300 Lumen. Mhm. So, das ist ein schönes diffuses Licht, aber zum Basteln reicht es bei weitem nicht. Alternativ, wenn man jetzt also so eine fest verbaute Lampe, eine schöne schnörkelige über dem Esstisch hat und will die natürlich nicht jetzt fürs Basteln abhängen, kauft euch irgendwie so eine Klammerlampe, die man so an den Tisch anschrauben oder anklammern kann. Die gibt es ja auch in Tageslichtweiß, in Kaltweiß, auch für kleines Geld oftmals, so wie was weiß ich bei Poco oder ähnlichem. So eine Ja. Schreibtischlampe einfach. Und dann könnt ihr sie jederzeit an den Tisch klemmen, macht euch das Licht an, habt direkt Arbeitslicht über euch. Und sobald ihr fertig seid mit Basteln und alles wieder wegräumt, könnt ihr auch diese Lampe zusammenklappen, meistens sogar, und Ja, mit du, das wegräumen. gibt's total super. Also wirklich die kannst du wirklich auf so wie so ein Stift-Etui, ne? Genau, So klein zusammenklappen. ganz kompakt, genau. Das geht super. Also was ich jetzt für mich entdeckt habe, ich hatte ja früher an meinem Arbeitsplatz dann so, also Fotoleuchten. Und ich glaube, das hatte ich auch schon mal in irgendeinem Podcast erzählt. Da war dann das Leuchtmittel irgendwann durch. Und ja, es war leider kein adäquater Ersatz mehr dafür zu kriegen. Ich musste die Hm, dann abschaffen. Beziehungsweise das, was ich dann als Ersatz erst irgendwie ausgesucht habe, das war irgendwie, also das hat mich alles nicht so richtig glücklich gemacht. Dann habe ich irgendwie die großen, also meine Fotolampen erstmal hier rausgeholt. Dann hatte ich hier aber die blöden Stative natürlich stehen. ja, klar. Das ging mir so auf den Keks, dass ich gesagt habe, das geht alles nicht. Und ja, jetzt habe ich da so ein Rack, das ist natürlich total schön, das will man jetzt in seinem Wohnzimmer nicht haben. Aber Nee, was natürlich. total cool ist, ich habe da halt oben links und rechts so, halt, das sind kleine LED-Panels. Ja, Und sehr gut. die sind einfach mega, also die kosten nicht viel, die fressen keinen Strom, die sind super lange haltbar und du kannst also die oder die Lichtintensität einstellen Ja, sehr gut. und die Lichtfarbe. Und das Auch ist sehr gut. natürlich total cool, weil wenn du jetzt zum Beispiel auch mal was hast, also nicht nur zum Gucken, sondern für mich ist ja auch wichtig, ich muss es ja auch fotografieren, dann Ja, hast du ja aber manchmal, es gibt ja so Kandidaten, die irgendwie schwierig sind. Rot. Rot ist zum Beispiel, das kann gerne mal irgendwie total blöd oder platt aussehen oder so. oder Ähm, sehr pink oder ähnliches. ne, also für mich jetzt kein Problem. Ich ziehe meine Bilder dann hier einmal durch Photoshop und ne, dann wird der Weißabgleich halt einmal manuell eingestellt und dann sieht es wieder so aus, wie ich denke, dass es aussehen sollte. Aber man kann da tatsächlich dann auch, wenn du bei der Wärme mal so ein bisschen ne, Ja. rumdrehst, einfach mal sagst, okay, ich gebe da jetzt ein bisschen mehr Blau rein, damit das, was ich nachher im Foto habe, dem ähnlicher sieht, wie es denn tatsächlich ist. Da Mhm. kann man dann schon sehr praktisch mitspielen und die finde ich mega. Also ich habe mich am Anfang ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich dachte, so ein moderner Scheiß, kenne ich nicht, nehme ich nicht. Bin ja auch manchmal so ein bisschen norddeutsch, ne? Ja, Was der Bauer nicht kennt und so. genau. Und mein großes Kind, der ist ja aber auch so ein technikaffines Wesen und der hat gesagt, Mutter, du musst das und das und das haben. Habe ich gesagt, okay, Kind, dann sag mir doch mal. So, und dann sagt er, guck mal, sowas oder sowas oder sowas. Also ich meine, er schlägt mir natürlich dann auch immer direkt die High-Class-Variante vor, wo ich denke, wenn ich groß bin, mache ich das Ja. vielleicht mal, aber aktuell noch nicht. Und ja, also damit bin ich tatsächlich sehr happy. Aber ich finde es schon auch wichtig, also zu sehen, was ich mache. Also wenn ich Ja, daran klar. denke, als ich damals in meiner kleinen Wohnung, dann hatte ich irgendwie so eine komische Schreibtischfunzel. Die habe ich mir dann noch damit irgendwie auf meinen Esstisch gestellt, wenn ich da was gemacht habe. Kam natürlich auch kein vernünftiges Licht raus, aber so, dass ich wenigstens versucht habe, irgendwie das auszuleuchten, wo ich gerade dran bin. Das, ja, also Leidensfähigkeit ist ja auch sowas, das kann man ein bisschen trainieren, aber wenn man es irgendwann mal anders gehabt hat, dann möchte man den Rückschritt an der Stelle, glaube ich, nicht mehr haben. Nee, Und also ich finde das tatsächlich großartig und ich liebe auch, wie gesagt, ein neutrales Licht, dass ich, wenn ich jetzt irgendwas koloriere oder auch einfach mir Papiere nehme, um zu gucken, was passt jetzt womit irgendwie wie zusammen, ne, welche Farben möchte ich miteinander haben,
dann möchte ich auch, dass die so aussehen, wie sie tatsächlich aussehen und nicht Ja, irgendwie, dass dann am nächsten Tag das böse Erwachen kommt, wenn man sich klar. das dann anguckt und denkt, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ja. Ja, hatte ich auch gesehen. Es gibt ja auch so Schreibtischlampen, sag ich jetzt mal, die auch Langfeld haben, also wirklich so über 1 Meter breit sind, aber halt nur von der Höhe wirklich auf den Schreibtisch gestellt werden, wo du dann sogar noch einen Organizer im Fuß hast oder sogar so ein induktives Ladegerät fürs Handy und ähnliches, wo Hm. du auch 3 Lichtfarben einstellen kannst. Warmweiß, Neutralweiß, Tageslichtweiß. Finde ich super. Also wie Das gesagt, ist total Tageslichtweiß cool. ist immer so ein bisschen schwierig, weil das sehr bläulich ist. Neutralweiß finde ich persönlich immer am besten, weil das bringt die ganzen Farben, also zumindest bei der Arbeit, beim Basteln, am besten hervor. Ja, meistens. Nicht immer, Nicht meistens. immer, Ja, meistens, genau. ja, tatsächlich. Also ich muss sagen, hier, wie gesagt, die ich da jetzt habe, ich kann dir jetzt nicht sagen, von welcher Firma die sind, aber das finde ich tatsächlich cool, dass du kannst es stufenlos verstellen. Ja, das ist schön. Das ist schon ein bisschen geil, tatsächlich. Also vom Licht her, muss ich sagen, sind sie nicht so schön wie meine Fotolampen vorher. Für mich vom Gefühl. Also Mhm. da kommt halt schon doll irgendwie Licht raus. Das ist auch gut, ich kann alles gut sehen, aber das andere war so ein bisschen softer irgendwie. Ich weiß nicht so genau. Ja, Das hat jetzt damit nicht unbedingt was zu tun, wie viel Lumen ich da gerade reinknall oder nicht, sondern also das LED macht schon auch ein anderes Licht. Also da muss man ja, sich das dran stimmt. gewöhnen. Das So. stimmt. Aber wie gesagt, zum Gucken ist es fein und wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass ich, wenn ich arbeite, will ich sehen, was ich da mache. Ja. Also nichts ist nerviger, wenn du dann irgendwie, weiß ich nicht, raten musst. Was ist denn das für ein Nee, Muster? Oder wenn ich mache ja auch viel so Fusselkram, was weiß ich, dann wird irgendwas genäht, gestickt oder weiß der Geier was. Also, ist das jetzt da wirklich so? könnte das? Ja, nee, das willst du nicht. Also das ist Nein. einfach blöd. Also man sollte in allem, was man tut, also im Kleinen wie im Großen, finde ich es immer wichtig, dass man sich selber das Leben versucht leicht zu machen. Und man muss auch ähm, ja, ich weiß nicht so genau. Es ist ja immer so es ist so wie die Suche nach dem Heiligen Gral, ja? Mhm. Wie mache ich oder wie habe ich die optimale Ordnung? Wie sortiere ich Dinge optimal in meinem Bastelzimmer? Weiß der Geier was? Da muss ich immer sagen, nee, was für den einen funktioniert, ist für den anderen vielleicht irgendwie total Genau. Das muss jeder selber für sich kontraproduktiv, finden. ja? Also finde das zum Beispiel immer total ähm, erstaunlich, dass wenn Leute so ihre Stempel und Stanzen, dann ist das alles irgendwie in den Originalverpackungen oder beschriftet oder weiß der Geier was, ne? Die wissen dann auch ganz genau, wie dieses Stempelset heißt und so. Für mich ist immer wichtig, ich will es benutzen. Ich flöhe immer Ja. alles gleich aus den Verpackungen. So kommt natürlich auch öfter mal vor, dass ich dann denke, oh, war jetzt zu schnell weggeschmissen, blöd. So, Ah. gerade wenn es dann irgendwie so Design-Team-Kram ist oder so, ne? Und dann jemand fragt, ich sage, das Set kam letzte Woche in den Shop. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ich muss es tatsächlich nachgucken, weil ich bin dann da immer ganz euphorisch. Ähm, und was weiß ich, also manche sortieren ihre Sachen nach Herstellern, andere nach Themen. Wie gesagt, viele lassen das in den Originalverpackungen. Ich habe das bei den Stanzen zum Beispiel, habe ich das also, naja, was heißt ganz lange gehabt? Also das mit meiner Ordnung für meine Stanzen, das hat also auch schon eine relativ lange Geschichte. Also ich glaube, ich habe mir meine erste Kurbelmaschine, da die Cuttlebug, habe ich mir irgendwie 2003, 2004 irgendwie gekauft. Okay. Hatte ich so die ersten paar Stanzen dafür. Damals war so Lifestyle Crafts, die hatten diese Stanzen, die waren so viereckig, also quadratisch eigentlich. Die gab es irgendwie in 2x2 Inch und 4x4 Inch. Okay. So Platten, wo dann Stanzmotive drin waren. Und ich glaube, 4x8 gab es auch, wenn man so große hatte, wo Alphabete drin waren. Ja, das war schon ganz schön fancy. Mhm. So, und das war zum Aufbewahren eigentlich ganz nice, weil diese Platten, das war halt nicht so, das war nicht so filigran. Weißt du, so, du hast dann Ach so. sondern du kannst das halt in so eine Box reinstellen und wenn du dann was gesucht hast, hast du so da einfach so durchgeblättert und gesagt, ah, hier, da ist er, ne? Ja. So, also mal davon abgesehen, dass es ja auch eine Handvoll waren. Ich hatte halt nicht das, was ich
jetzt hab. Mhm. Ja, und man denkt, oh, wenn ich dann in den Schrank reingucke und denke, jo, da steht ein Kleinwagen, ne? Also, Ja, ja, das kommt ja auch noch dazu. das ist schon irgendwie schräg. Und dann habe ich aber irgendwann, ja, keine Ahnung, dann kamen natürlich auch andere Hersteller oder ich habe auch andere Hersteller entdeckt und dann hat man dies und dann hat man das. Das eine passt nicht mehr zum anderen. So, das heißt, dieses System funktionierte nicht. Dann hatte ich also eine Kiste, wo ich diese Stanzen drin hatte und eine andere Kiste, wo ich so andere drin hatte. Ähm, und das mit den Originalverpackungen, Dinge irgendwo rauszurupfen und Verpackungen wegzuschmeißen, das hatte ich irgendwie schon immer. Das heißt, ich habe immer das Problem gehabt, dass das alles durcheinander war. Dann habe ich angefangen, das irgendwie in irgendwelche Klarsichthüllen zu tun. Dann habe ich irgendwann mir so Magnetklebestreifen. Ne, dann hatte ich irgendwie so Ja, ein kleines Schränkchen und dann habe ich in die Schranktüren drin, habe ich so Magnetklebestreifen und dann habe ich da drin meine ganzen Stanzen gehabt. Das war ganz cool. Ich habe also mein Schränkchen, wo ich halt dann so auch Bastelkrams, irgendwie meine Embossingpulver und was ich da so alles hatte, das stand da drin. Dann mhm. habe ich die Schranktür aufgemacht und dann hatte ich innen an den Schranktüren die Stanzen. Ganz übersichtlich, wundervoll. War natürlich irgendwann voll. So, Ja, dann ja, musste ich wieder klar. neu denken. Dann habe ich mir irgendwie erste Ordner gebastelt, wo ich die dann irgendwie drin sortiert habe. Und dann habe ich irgendwann, ja, dann hatte ich noch mal wieder Kisten und dann bin ich auf diese Koffer mit diesen Magnetsheets gekommen. Die habe ich auch bis heute tatsächlich. Ja, Ähm, und da habe ich die dann, ja, weiß ich auch nicht. Ich habe da dann aber auch nicht so die Übersicht gehabt, weil ich habe quasi, so wie ich die Sets gekauft habe, habe ich die dann immer auf so eine Magnetplatte getan, habe das dann immer hübsch so zusammengelassen. Und war es aber so, dass ich halt auch oft irgendwie, weiß ich nicht, dann hast du so Sets gehabt, da waren dann, was weiß ich, zwei Quadrate drin und ein Blümchen und ein Schriftzug und irgendwas anderes. So, ja. und wenn du davon irgendwie 20 verschiedene hast, dann findest du auch nichts mehr wieder. Und dann, das weiß ich noch, da waren wir irgendwie auf irgendeinem Designteam-Treffen und dann sagte jemand, weil ich das alles ausgefüllt habe und dachte, ich habe keinen Überblick mehr. Und da Mhm. hatte ich, weiß ich nicht, zwei Koffer oder so. Also es war auch noch nicht wirklich viel, ne? Ähm, Naja. und dann war so, sortier's doch einfach nach Thema. Und dann habe ich gedacht, das ist überhaupt, das war für mich der Game Changer schlechthin. Also ich bin jetzt ohne Rücksicht auf Verluste, also ohne darauf zu achten, welcher Hersteller das ist oder was zusammengehört oder weiß der Geier was. Ich habe irgendwie, was weiß ich, hier Grundformen zum Beispiel. Ein Koffer mit Grundformen, Quadrate, Kreise, Ja, Dreiecke, ja. sowas alles, ne? In verschiedensten Größen, verschiedensten Ausführungen. So, das ist da drin. Dann habe ich einen Koffer, wo nur floraler Kram drin ist. Also Blümchen, Blätter, Zweige, so. Ne, einen Koffer habe ich, da ist halt alles, was irgendwie mit Schrift zu tun hat. Also die Alphabete, Schriftzüge, solche Geschichten. Mhm. Dann habe ich tatsächlich noch eine Kiste, wo ich größere Stanzen, also so Hintergrundstanzen und sowas drin habe, weil die kann man halt ganz gut dann irgendwie so durchblättern. Dann der Rest ist dann halt wirklich nach Themen. Was weiß ich, Reise, Weihnachten natürlich, Ja. Sprechblasen, Stanzen mit Funktionen zum Beispiel. Also ich habe unheimlich viel Stanzen, was weiß ich, irgendwas, wo man was aufreißen oder klappen oder Also so Boxen und ähnliches. so Krams machen kann. Und also das war für mich dann einfach ein guter Weg oder funktioniert tatsächlich bis heute, das thematisch zu machen. Also jetzt Ja. ist es immer eher so, dass halt irgendwann ist halt mal so ein Koffer voll. Und dann stellst du fest, okay, ich habe jetzt hier aber noch den 35. Kreis. Der muss da ja eigentlich irgendwie rein, dann Ja. muss man das mal wieder umsortieren, so. Aber dann nehme ich das halt so quasi themenweise und gibt es halt einen neuen Koffer und da kommen dann halt neue Themen rein. Oder ich habe jetzt einen tatsächlich, wo ich die aktuellen Sachen drin habe, jetzt hier vom Kreativdepot zum Beispiel, ich sage, okay, bevor das jetzt ne, für immer in zwischen 1000 anderen Blumen oder sonst irgendwas verschwindet, ist das jetzt hier, dass ich einfach weiß, okay, das möchte ich jetzt hier aktuell noch benutzen aus Gründen. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Ja gut, jeder muss, sag ich mal, sein eigenes System finden. Ich zitiere sie sehr oft, weil sie mich wirklich in der Hinsicht geprägt hat. Ich habe ja fast 20 Folgen mit ihr gemacht, die liebe Carmen. Mhm. Die hatte damals, also sie ist mittlerweile umgezogen, ist nicht mehr so aufgebaut wie damals. Sie hatte auch ein komplett eigenes Bastelzimmer und hatte sich dann halt wirklich so Schuber fertig gemacht und so wie du auch schon sagtest, eben halt nach Themen. Mhm. Dann hatte sie halt Weihnachten eins und Weihnachten 2, weil sie schon den zweiten Schuber voll hatte mit allen Ja, möglichen Stanzen. Darunter waren dann nochmal die ganzen Stempel, war auch schon Weihnachten eins und 2, weil es schon so viel geworden ist. ja. Aber, und dann auch genauso Herbst oder nur Blumen.
nur Formen, also oder nur Ränder. Also Hm. man konnte ganz schnell finden, was man gesucht hat. Ja, So und so muss jeder für sich selber natürlich seine eigene Struktur finden. Es gibt ja so diesen plumpen Spruch, der Kleingeist hält Ordnung, das Genie überblickt das Chaos. mhm. Ja, Wie gesagt, da muss jeder seinen eigenen Weg finden, wie er das für sich selber strukturiert und was für ihn der beste Arbeitsplatz in dem Sinne ist. Aber ja, um das einmal noch zusammenzufassen, wichtig ist auf jeden Fall, versuch so wenig Wege wie möglich zu machen. Versuch dich so dicht wie möglich um deinen Arbeitsplatz aufzubauen. Vor allem, wenn es ein mobiler Arbeitsplatz im Wohnzimmer ist, am Esstisch oder am Küchentisch. Versuch dir dann, dass du da irgendwie eine mobile Art hast, einen Rollcontainer oder ähnlichen, den du aus, wenn es auch aus dem Schlafzimmer ist, den du dir aber an deinen Tisch holen kannst, wo du alles drin hast. Das Papier, ja, die Stanzen, die Stempel, die Farben, dass du nicht hin und her laufen musst, weil dann verlierst du tatsächlich schnell die Lust dran. ja, Und sorge für das richtige Licht. Entweder vernünftiges, richtiges Tageslicht, ist natürlich auch immer ideal. Wenn du eine schöne Fensterfront hast, meistens sind die Küchen ja hell gefliest, da hast du immer sehr, sehr helles Licht eigentlich. Oder halt dann den Esstisch am besten ans Fenster stellen oder halt für eine vernünftige helle Beleuchtung sorgen. ja, absolut. Also, wie gesagt, gutes Licht ist total wichtig. Und wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie, also, dass es halt nicht das Wohnzimmer ist oder was, ich habe hier im Keller, da weiß ich noch, ist mein Schwiegervater damals völlig entsetzt war, als ich gesagt habe, kannst du mir bitte die Lampen anbringen? Und dann bin ich hier, ich habe hier halt so diese Leuchtstoffröhren, ne? Ja, Damit bin ich dann um die Ecke gekommen und sagte er, ich denke, du willst dir das hier schön machen. Ich sage, ja, aber ich will Licht. ja, Und der ernsthaft und ich sag, ja, bitte. Ich sag, das ist, weil hier ist wirklich hell. Und das, das mir ist braucht es man. egal, ob das da jetzt schön aussieht oder nicht, weil für mich Ja. ist es wichtig zu gucken. Aber hier kommt ja auch keiner rein. Also, das heißt, hier kommt keiner rein, aber, ne, Ja, es ist halt ein Arbeitsplatz. so. Wir müssen uns nichts vormachen, auch wenn es ein Hobby ist und ein Ja, leidenschaftliches Hobby womöglich, aber es ist ein Arbeitsplatz. ja, absolut. Und gerade bei kleinen Räumen, wenn man in einer kleinen Wohnung lebt und nur eine Ecke hat oder wie gesagt nur mobil am Esstisch oder so, wie du es schon so schön beschrieben hast, müllt euch nicht zu. Brauche ich das wirklich? Brauche ich diese Stanze wirklich oder brauche ich diese Farbe wirklich oder brauche ich was auch immer? Müllt euch nach Möglichkeit nicht zu sehr zu, sondern holt nach Bedarf und vielleicht habt ihr dann ja eine Möglichkeit, weiß ich nicht, Bastelfreunde oder ähnliches, wie du schon sagtest, wo man dann durchtauschen kann oder ähnliches. Ja, also, weil das Ding ist natürlich, dass wir Basti-Leute, äh, wir sind ja ein sehr begeisterungsfähiges Volk. Ja, Und, ich weiß. also, ich bin ja da auch nicht frei von. Also, ich muss sagen, es ist bei mir schon, es ist ein bisschen weniger. Also, ich raste nicht mehr wegen allem irgendwie komplett aus. Aber ich muss ja auch zugeben, ich werde ja auch gut versorgt, ne? Also, Ja, ist ja, ne? absolut. So, von daher, ist es schon, ja, wie soll man sagen, also es ist nicht mehr so wie irgendwann, ich weiß nicht genau, so 2010, 11, da habe ich wirklich, also ich habe unheimlich viel Kram gekauft, weil ich dachte, oh Gott, und das ist jetzt gerade trendy und das muss ich mitmachen und das muss ich mitmachen. Und Da das bin ich brauche jetzt ich. heute, da bin ich jetzt heute tatsächlich ein bisschen entspannter, meistens, nicht immer. Ähm, Dass so Sachen, was weiß ich, ne, wie gesagt, ich bin ja zum Beispiel nicht so der Weihnachtsmensch und als letztes Jahr dann die coolen Stanzen kamen mit diesen großen Sternen, ne? Ah, Habe ich gedacht, oh Gott, sind die schön. Und dann dachte ich, ey, aber ganz im Ernst, ich bin's ja nicht. So, die sind fürchterlich schön, aber ich brauche sie nicht. Also heißt jetzt nicht, dass ich nicht im Laden war und dann gedacht habe, ach, ich muss sie doch mitnehmen. Das ist eine ja, andere Geschichte. Als ich es dann in der Hand hatte, konnte ich es nicht liegen lassen. Aber eigentlich ist es schon so, dass, was ist eher so gerade so diese Schachteln und Kram, das hm, finde ich unheimlich schön. Aber ich bin halt überhaupt nicht die Verpackungs- und Geschenketante. Das habe ich viele Jahre lang gemacht, damit bin ich aktuell so ein bisschen fertig. Heißt ja auch nicht, dass es mich nicht eines Tages wieder flasht, aber im Moment halt eher nicht so. Und dann ist es schon so, dass ich denke, ja, das ist schön, das ist wirklich schön. Und ich meine, ich sitze ja jetzt auch an der Quelle, ne? Natürlich kann ja. ich sagen, ach, klar, komm, nehme ich mit. Aber das, wenn ich Aber du schon brauchst es halt akut Nein, wenn nicht. ich im Vorwege weiß, ich habe es dann nur, um es zu haben, zu den 37 Millionen anderen Dingen, die ich ja auch immer noch habe, nur um sie zu haben. Es ist jetzt nicht so, dass ich immer alles irgendwie weggebe, aber das ist halt einfach Blödfug, ne? Also Ja, wenn man irgendwann so seinen eigenen Stil gefunden hat und einfach weiß, was man womit machen möchte, dann ist man vielleicht so ein bisschen, ja, so ein bisschen vernünftiger davor, will ich mal sagen. Aber wie gesagt.
Auch ich bin nicht frei davon. Ich habe auch letztes Jahr gerade, da habe ich dann irgendwie, weiß ich nicht, gab es von American Crafts mal wieder so ein Tacker-Dingen, wo es halt so hübsche so Motiv-Tacker-Teile gab. Ja. Fand ich unheimlich toll. Ich weiß gar nicht, ob die hier in Deutschland auch waren, aber ich habe es in Amerika irgendwie gekauft und also habe das gesehen und dachte, oh, wie toll, sowas gab es ja schon mal. Das habe ich ja leider nicht mehr. Warum hatte ich es nicht mehr? Weil ich es halt schon mal hatte, es nicht benutzt habe und dann Ja. habe ich es im Flohmarkt verramscht. Hab mir das Ding dann gekauft, weil ich dachte, ach, das ist ja so schön, da kannst du so fancy hier und da so ein Klemmerchen in dein Layout tackern. Jetzt rate mal, was da vorne original verpackt noch liegt und darauf wartet, in den nächsten Flohmarkt zu wandern, weil ich benutze es nicht. Das heißt nicht, Wah, dass es nicht wah. gut ist oder dass es, ne, sondern es ist nicht, ja, da Mhm. hat es mich dann halt auch doch mal wieder überkommen. Und wenn man dann in so einem Kaufrausch ist, dann kann das ja durchaus auch schon mal passieren, dass man sagt, ach komm, das nehme ich jetzt Oh noch ja, mit. genau. Was kostet Ah, die Welt? Ich nehme eine Cola. ja, egal. Wenn die Dämme da erstmal brechen, dann Ist so. muss sich ja auch lohnen, ne? So. Ist ja beim Papier, das habe ich ja direkt schnell gelernt, ist es ja oft so, man kauft auch zwei Bögen, auch wenn du eigentlich nur einen brauchst, aber einen zum Streicheln, einen Das ist zum aber was Bearbeiten. anderes. Also das Ach ist, so, ach, das das ist ist, was ganz aha, anderes. aha, okay. Streichelpapier ist ja, das ist ja was, also das finde ich völlig Mm-mm. legitim. Völlig legitim. Ja, Okay, aber auch da, ne? Also ich meine, ganz im Ernst, wie oft sehe ich das? Dann haben wir so schöne Papiere im Shop, wo ich aber sage, ich finde das wunderschön. Ich würde mir das so, wie es ist, ohne dass ich irgendwas damit machen müsste, an die Wand hängen, weil es so ja, schön ist. ja, Aber ich benutze was anderes. So, ne? Dann muss man an der Stelle mal sagen, okay, sei schön, ich habe dich jetzt bewundert, alles fein, aber ich lass dich jetzt da. Jemand danke, aber muss das nein, danke. adoptieren. Ja, Ja, tatsächlich. Also aber das verändert sich ja auch. Ne? Also wenn man dann, so wie ich letzte Woche, hier dann mal den langen Arm macht und so die Schubladen aufreißt oder auch, ich habe auch Papier, ich habe kartonweise hier Papier rausgeschafft. Das Gute ist ja immer, dass Pauls Schule zum Beispiel, die freuen sich ja immer wie ein ja, Schnitzel. Und ja, unser sagst du. Ergotherapeut, der freut sich auch immer, wenn er was abschleppen kann irgendwie. Dann, ne, da wird es dann genutzt und dann ist das schön. Aber da habe ich wirklich auch so Sachen, wo ich gesagt habe, so, ich habe das jetzt 10-mal durchsortiert und dieses eine Papier, was so fürchterlich, fürchterlich schön war, ich habe es offensichtlich, also ich meine, es war irgendwie Du von hast keine Verwendung 2011. gefunden. Ja, es war jetzt gut abgelagert. Ich bitte dich. Ich habe es die letzten 14 Jahre nicht benutzt. Ja, Danny jetzt auch nicht mehr. Also wahrscheinlich wird nächste Woche plötzlich, dann werde ich da sitzen und sagen, oh, jetzt hätte ich die Idee, jetzt bräuchte ich. Ja, Also, ja, ja, wie es das denn kann immer so natürlich ist. sein. Ja, aber hey, shit happens. Dann ist es jetzt halt einfach nicht mehr da. Ähm, aber die Geschmäcker, also der Geschmack verändert sich ja auch. Und das, Eben, wie gesagt, was man so macht oder was man denkt, was man braucht und was man dann tatsächlich benutzt, ähm, da muss man reinwachsen und das ist ja ein Prozess. Also ich meine, ich ja, mache das, ist ich so. weiß nicht wie viele Jahre und ich bin damit bis heute nicht fertig. Es wird wahrscheinlich anderen ähnlich gehen. Eben. Und um da nochmal ganz schnell zurückzukommen, auch du hast mit einer kleinen Ecke angefangen. Ich habe mit einer winzig kleinen Ecke angefangen und sie war schön. Also schämt euch nicht für eure kleine Ecke und sei es auch nur die mobile am Couch oder oder Küchentisch. Nein, um Himmels Willen, also Alles hat seine schämen tut so Daseinsberechtigung. gar nicht. Also ganz im Ernst, also wenn man den Platz hat und die Möglichkeit hat, dann ist es schön. Aber Kreativität ist nicht davon abhängig, wie groß dein Bastelreich ist. Ganz genau. So sehe ich das nämlich auch. Das war ein In, gutes Wort zum Sonntag, oder? Das finde ich auch. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir ja eigentlich alles gut zusammengefasst. Ich glaube schon. Ansonsten, wenn Fragen sind, immer her damit, ne? Und lasst auch gerne mal so ein paar Bilder zu uns zukommen über huhu@kreativdepot.de, wie ihr euch so eingerichtet habt. Vor allem auch gerne so die Neulinge zum Beispiel. Würde mich auch mal interessieren, so wie so, okay, das ist jetzt im Moment mein Anfang. Ich habe jetzt hier nur diese Ecke tatsächlich, oder ich habe tatsächlich schon ein eigenes Zimmer. Ich fange zwar erst an, aber ich habe jetzt schon mein eigenes Reich. Ich bin nach wie vor immer noch hinterher bei Ina. Unsere Ina hat Mhm. ja ihr Haus jetzt fast schon für sich. Die großen Kinder sind ausgezogen und sie will ja eins der ehemaligen Kinderzimmer zu einem ganz großen Bastelzimmer ausbauen. Auch da Okay. bin ich noch hinterher, so Vorher-Nachher-Bilder mal zu bekommen. Ja, Und unbedingt. auch ich werde mal gucken, dass ich uns mal ein paar Bilder von unserer Wintergarten-Bastel-Ecke mal hier auf Social Media irgendwo hochlade. Ja, unbedingt. Und vor allen Dingen auch, also ich meine, das Festhalten, Mini-Album machen. Weil Mini geht immer.
Das ist so, genau. Ja. In diesem Sinne wieder vielen, vielen Dank für das nette Gespräch. Immer wieder gern. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Alles klar, bis denn dann. Bis denn dann. Tschüssi. Ciao. Wir sind nun zwar am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, aber schon nächste Woche geht es weiter. Abonniere gerne unseren Kanal, um keine Folge mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, ausgestanzt und ausgefragt.